werde heute dieses Aquarell-Ausmalbuch testen und herausfinden, ob ich damit die Grundtechniken der Aquarellmalerei lernen kann oder nicht. Ich kann auf jeden Fall schon verraten, dass es sehr viel schwerer ist, als es am Anfang aussieht. Ob ich es geschafft habe und welche Fehler ich dabei gemacht habe, das siehst du in diesem Video. Dieses Aquarell-Ausmalbuch habe ich auf dem Kanal May & Berry durch Zufall entdeckt. Den Link zu diesem Kanal findest du unten in der Videobeschreibung. Der richtet sich nämlich vor allem an Aquarellanfänger, so jemand wie ich nämlich bin. Dieses Aquarell-Ausmalbuch wurde speziell für Anfänger entwickelt, wie mich zum Beispiel. Du siehst hier, was dich erwartet und eventuell ist es auch für dich eine sehr schöne Möglichkeit, die Anfänge zu lernen. Und wenn du sogar schon besser bist in Aquarell als ich, dann freue ich mich über Erfahrungen und alle möglichen Tipps in den Kommentaren. Auf den ersten 3 Seiten dieses Buches werden die Grundtechniken kurz erklärt und auf der anderen Seite hat man ein komplettes Blatt, um diese dann in die Tat umzusetzen und um zu versuchen, das Ganze hinzubekommen. Und um diese Grundtechniken zu vertiefen, gibt es dann eine Reihe einfacher Bilder, wo man das Ganze praktisch anwenden kann. Auf der linken Seite sieht man jeweils, welche Farben man braucht, welche Pinsel man braucht und eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit man das Ganze nach und nach nachmachen kann. Für mich ist es praktisch, dass ich mir ebenfalls vor einiger Zeit einen Aquarellfarbkasten von Schminke gegönnt habe mit Horadam Aquarellfarben. Es sind andere Farben als die in diesem Buch verwendet werden, aber ich habe es ein bisschen kontrolliert. Die meisten Farben sind sehr ähnlich, die kann ich einfach nehmen. Und die Farben, die ich nicht habe, die werde ich mir dann einfach zusammenmischen. Falls du Interesse hast an einem Video, wie man Aquarellfarben mischt, schreib das gerne in die Kommentare, denn das kann ich tatsächlich schon. Angefangen habe ich mit diesem Pinsel hier. Dieser Pinsel war bei einem Blog bei mit sehr billigem Aquarellpapier. Allerdings war das 2 Tage vor meiner Shoppingtour aus dem letzten Video. Auf der ersten Seite dieses Buches geht es um das Lavieren, auch nass in nass genannt. Das bedeutet entweder nasse Farbe auf nasses Papier oder nasse Farbe auf nasse Farbe. Was einem leider niemand erzählt, was auch nicht in diesem Buch steht, wie nass ist nass. Und weil ich mit dieser Frage an mich selbst so überfordert war, habe ich direkt statt die Farbe aufzumalen, einfach das Blatt mit Wasser bemalt. Das war Fail Nummer 1. Ich werde hier so einen kleinen Fail-Counter einblenden. Und jedes Mal, wenn ich einen Fehler mache, wird der hochgezählt. Und du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viele Fehler ich in diesem Video machen werde. Beim ersten Versuch mache ich gefühlt alles falsch, was man falsch machen kann. Das Papier nimmt die Farbe und das Wasser nicht richtig auf und der Pinsel malt nicht lange genug. Ich denke, in dieser ersten Schicht hatte ich zu wenig Wasser in der Farbe. Und ich glaube, deswegen hat sich die Farbe auch in der zweiten Schicht dann nicht so richtig verteilt. Oder eventuell waren sich die Farbtöne auch einfach nur zu ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Und irgendwie ist es alleine auch echt verdammt schwer herauszufinden, was war denn jetzt eigentlich genau falsch. Für den zweiten Versuch habe ich mir die Grundfarbe mit mehr Wasser angemischt. Und oho, plötzlich klappt es auch mit der zweiten Schicht viel besser. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das Wasser gehört in die Farbe und nicht in den Pinsel. An dieser Stelle dachte ich übrigens, dass ich besonders schlau bin und habe über die bestehende Schicht nochmal Wasser rüber gepinselt. Weil ich diesmal auf Nummer sicher gehen wollte, habe ich extra viel Wasser aufgenommen. Fail Nummer 4. Aber immerhin weiß ich jetzt, woran ich erkenne, dass ich zu viel Wasser aufgenommen habe. Ich hatte ja schon viele Videos zu dem Thema gesehen, aber es ist wirklich wahr, wenn man es nicht selber macht, wenn man diese ganzen Fehler nicht selber nochmal macht, versteht man nicht, was das alles bedeutet. Also sei auf jeden Fall mutig, mach Fehler. Probier dich aus, egal wie es am Ende aussieht.
Und hier Fail Nummer 5. Es ist nicht gut, wenn man jedes Mal den Pinsel ins Wasser tunkt und wieder Wasser in die Farbe macht, denn dann passiert das hier. Die Farbe ist einfach viel zu hell mittlerweile. Mein nächster persönlicher Aha-Moment war, als ich herausgefunden habe, dass es viel besser funktioniert, wenn man in der zweiten Schicht mehr Farbe im Pinsel hat und ein bisschen weniger Wasser. Vielleicht würde es auch reichen, wenn man nicht so viel Farbe rauftupft. Und hier der nächste Fail. Hier kann man so richtig schön erkennen, wie es aussieht, wenn statt der Farbe das Wasser nach oben läuft. Ups, an dieser Stelle hatte ich es schon fast. Konnte nur nicht warten, bis sich die Farbe verteilt, also habe ich zu viel benutzt. Schon wieder. Ich frage mich noch, wann ich lerne, dass auf der ersten Schicht keine Pfützen entstehen können, damit es klappt. Und besser wurde es tatsächlich leider auch nicht mehr. Ich habe es nicht geschafft, trotz dieser vielen Möglichkeiten das Ganze hinzubekommen. Ich habe noch versucht, das Ganze mit Details zu retten, habe mir dann aber auch irgendwann gedacht, wozu? Sind eh alles nur Übungen. Und jetzt kommt der Part, an dem ich endlich das Papier nass machen darf. Laut Anleitung macht man so wirklich schöne Farbverläufe. Ich denke, spätestens an dieser Stelle sollte jedem klar sein, dass meine Farbverläufe nicht so schön aussehen werden, oder? Also, mal sehen, was ich diesmal falsch machen kann. Die erste Frage, die ich mir auch dieses Mal gestellt habe, wie nass ist eigentlich nass? Und mit diesem Pinsel hat es so verdammt lange gedauert, bis diese Fläche endgültig wirklich nass war. Und das war übrigens auch der Punkt, an dem ich endgültig alles in die Ecke werfen wollte. Ich habe partout keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Ich habe ein paar Ideen. Entweder war der Pinsel zu klein, es war zu wenig Wasser auf dem Papier, das Wasser war eventuell teilweise schon wieder getrocknet, weil das Nassmachen zu lange gedauert hat. Oder es war zu wenig oder zu viel Wasser in der Farbe. Bei der zweiten Farbe habe ich diesmal etwas weniger Wasser genommen. Es sah in meinen Augen auf jeden Fall besser aus, aber es war für mich immer noch nicht so, wie es auf der anderen Seite aussah. An dieser Stelle habe ich für den Tag trotzdem erstmal abgebrochen, weil ich felsenfest davon überzeugt war, dass ich mit diesem Pinsel nicht vorankomme, dass er einfach grundsätzlich schlecht ist. Letzte Woche habe ich gezeigt, was ich für Pinsel gekauft habe und jetzt ist es endlich Zeit, sie zu benutzen. Ich bin so gespannt, wie sich die neuen Pinsel machen und ob ich den Unterschied wirklich merke als Anfängerin. Endlich ist es keine Qual mehr, Wasser auf das Papier zu bringen. Allerdings liegt es garantiert an dem Größenunterschied zwischen einem 2er und einem 7er Pinsel. Und jetzt die Stunde der Wahrheit. Und verkackt. Das war zu viel Wasser auf dem Pinsel. Ich denke, langsam verstehe ich es. Mit zu viel Wasser entstehen richtige Pfützen. Mit weniger Wasser ziehen sich die Pigmente in feinen Linien über das Papier. Und mit zu wenig Wasser machst du einfach nur Punkte. Kontrollsucht ist eine echt fiese Sache. Wenn du dich in der Aquarellmalerei versuchen willst, dann sag auf jeden Fall Goodbye zur Kontrolle. Dieses Medium und vor allem diese Technik lebt einfach vom Zufall. Die restlichen Blätter mache ich im Superschnelldurchlauf, denn ich glaube, du hast mittlerweile gesehen, wo ich meine größten Probleme habe.
Also ich finde, die letzten 2 Blätter sind auf den ersten Blick die besten, oder? Ich finde es ehrlich sehr interessant, wie sich die Farbverläufe nach dem Trocknen noch verändert haben. Und so sieht die komplette Seite aus, nachdem sie endgültig getrocknet war. Da dieses Video jetzt sehr ausführlich war, habe ich es nicht übers Herz gebracht, die nächsten 2 Seitentechniken auch noch mit hier reinzubringen. Nächste Woche gibt es dann Teil 2 und dort werde ich die restlichen Techniken ausprobieren. Zum Glück geben die mir dann ein bisschen mehr Kontrolle, das heißt, die Bilder werden deutlich besser. Aber natürlich gibt es trotzdem einiges, was ich dabei gelernt habe. Wenn dir dieses Video also gefallen hat und du gerne mehr davon sehen möchtest, lass ein Like da, schreib etwas in die Kommentare. Und wenn du neu bist und nicht verpassen willst, wie es nächste Woche weitergeht, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben, denn no pain, no gain.